Brauchst du eine Zigarette? Nein, ich rauche nicht. Okay. Keine Angst? Ich habe keine Angst, ich bin nur da lang gelaufen. Das ist Alltag im Görlitzer Park. Der Görli, so wird er von uns AnwohnerInnen liebevoll genannt, begleitet mich seit vielen Jahren. Ich bin gerne hier. Eigentlich ein stinknormaler Park, wenn es da nicht auch die andere Seite gäbe. Ich würde mein Kind zum Beispiel nie in den Büschen alleine rumspielen lassen, weil da Spritzen rumliegen könnten. Dem Görli eilt kein guter Ruf voraus. Viele Dealer, viele Polizeieinsätze, viel Kriminalität. AnwohnerInnen merken das auch. Es ist immer laut, es ist immer dreckig, es ist wenig Platz für die Kinder. Man hat so auch das Gefühl, die Leute werden immer rücksichtsloser. Auf den 14 Hektar des Görlis treiben sich viele unterschiedliche Menschen rum. Auffällig sind die vielen Dealer an den Eingängen. Die meisten von ihnen sind Geflüchtete aus Westafrika. Keiner kommt hier mit der Idee, jetzt fliege ich nach Deutschland und dort werde ich mal Drogen verkaufen. Das gibt's nicht. Deutschlandweit ist der Park eher bekannt für negative Schlagzeilen. Er ist zum Politikum geworden. Hier prallen Welten aufeinander. Mein Verhältnis zum Park ambivalent. Ich frage mich, was denken die anderen Leute über den Park und wie geht es ihnen damit? Ich lebe schon lange im Görlitzer Park. Er hat mich durch verschiedene Lebensphasen begleitet und es verbinden mich unzählige Erinnerungen mit ihm. Doch noch nie habe ich mich diesem Park als Reporterin genähert. Ob das eine gute Idee ist? Ich fange mit der Recherche natürlich im Görli an und bin mit einem Parkläufer verabredet. Er heißt Suleiman, alle nennen ihn Solo. Ich telefoniere mit ihm vor dem Dreh. Er sagt mir, dass gleich mehrere Leute auf mich warten. Noch eine? Ach krass, okay, 3 Leute vom Bezirksamt. Das fängt ja heute gut an. Zuerst der Regen und dann das. Bis dieser Dreh eingetütet war, hat es ganz schön lange gedauert. Ich stand im täglichen Kontakt mit der Pressestelle des Bezirksamts. Wir dürfen drehen, mit der Bedingung, dass mich eine Person vom Bezirksamt begleitet. Für die einen ist es der Schandfleck Deutschlands. Die anderen kritisieren die vielen Polizeieinsätze. Doch heute ist von dieser aufgeheizten Stimmung nicht viel zu sehen. Absolut tote Hose. Warum? Das sehe ich später. Also ich mag diesen Park total gerne. Ich lebe seit 10 Jahren hier. Und ich habe auch ein Kind und ich würde mein Kind zum Beispiel nie in den Büschen alleine rumspielen lassen, weil da Spritzen rumliegen könnten. So, da warten auch schon 3 Parkläufer mit grünen Westen auf uns. Die Parkläufer gibt es seit ein paar Jahren. Ein Projekt des Bezirksamts. Zuerst aber die Situation klären. Hallo. Hallo. Meine Güte, gesammelte Mannschaft. Zum Glück zeigen sich die Leute vom Bezirksamt kooperativ und verstehen meine Bedenken, dass 3 Begleitpersonen 2 zu viele sind. Eine Person läuft mit. Sie wird nicht gefilmt. Nun aber zu Solo. Er kennt den Park wie seine Westentasche. Schon vor 20 Jahren war er regelmäßig mit seiner Tochter hier. Jetzt ist es sein Arbeitsplatz. Er sagt, er spricht 10 Sprachen. Optimale Voraussetzungen für die Arbeit im Görli. Denn er muss hier mit allen reden, moderieren und schlichten. Wenn es Probleme gibt, kommen sie angeradelt. Alle sollen sich hier wohlfühlen. Während wir reden, sieht er 2 Männer an einem Parkeingang stehen. Solo und die anderen Parkläufer wollen nicht, dass die Dealer direkt am Eingang stehen. Was ist das Problem da hinten? Das Problem ist, dass wir nicht möchten, dass die Leute direkt am Eingang sich positionieren. Sie können entweder reingehen oder rausgehen. Aber nicht direkt am Eingang, dass es so wie vor einer Diskothek aussieht. Woher kommen die Jungs da? Die kommen aus Gambia. Ah, aus Gambia, okay. Ja. Was ist denn, jetzt sind alle weg mit dem Fahrrad, ja. Aber wenn man jetzt guckt, ne, die Leute, die machen das nicht, weil die gerne Drogen verkaufen oder sowas. Das sind Leute, die keine Arbeitserlaubnis haben und die haben keine Bleiberechte so hier. Die meisten kommen aus Italien, Spanien und und sprechen auch kaum Deutsch und versuchen dann hier irgendwie Geld zu verdienen, damit die ihre Familien schicken können. Keiner kommt hier mit der Idee, jetzt fliege ich nach Deutschland und dort werde ich mal Drogen verkaufen. Das gibt's nicht. Viele der Dealer haben keine Bleibeperspektive und sind hier lediglich geduldet. In den meisten Fällen bedeutet das, dass sie über keine Arbeitserlaubnis verfügen. Wie viel verdient man hier als Dealer
am Also Tag. das haben die mir noch nie erzählt. Nein? Nee. Und stopp. Die Frau vom Bezirksamt interveniert. Sie will nicht, dass so viel über Drogen gesprochen wird. Die Arbeit der Parkläufer sei doch so viel mehr. Das verunsichert mich. Ich merke, der Park ist politisch aufgeladen. Aber wenn Drogen ein so sichtbares Problem sind, dann kann ich nicht darüber hinwegschauen. Ich weiß ja, dass der Park viel mehr ist als nur Drogen. Er ist Grünfläche und Rückzugsraum. Und anscheinend auch Wohnraum für manche. Das muss Solo gleich klären. Bonjour. Ouais. Mais ça là. Hein? Ah, vous n'avez pas le droit de mettre ça ici. Was für ein holpriger Dreh. Der Park ist total leer. Und jetzt verstehe ich auch warum. Im Hintergrund findet gerade eine Drogenrazzia statt. Auch das ist Alltag im Görli. Hier komme ich nicht weiter. Ich warte, bis die Polizei weg ist, dann kommen die Dealer wieder. Ich möchte nämlich mit einem sprechen, um herauszufinden, wie die Situation für sie ist. Denn sie werden in Verbindung gebracht mit dem Problem im Görli. Viele machen sie dafür verantwortlich. Sag mal, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Hallo. Ob mit Kamera oder ohne, niemand will reden. Also raus aus dem Park. Ich treffe Brigitta. Sie ist meine Nachbarin und bekannt wie ein bunter Hund hier im Kiez. Hi. So, jetzt grüßt mich keiner mehr, ne? Sonst grüßen dich immer alle. Kameras sind nicht gerne gesehen hier im Kiez, weil die Berichterstattung so einseitig sei. Brigitte arbeitet als Anwältin. Sie konnte nicht mehr tatenlos die Situation der Geflüchteten im Park mit ansehen und hat dann einen Verein gegründet, Bantabar. Dort unterstützt sie Geflüchtete beim Ankommen in Berlin. Viele konnte sie aus dem Park holen. Gitta, wie geht es dir als Anwohnerin des Görlis? Naja, wahrscheinlich ähnlich wie dir oder wie den meisten hier. Also das ist schon sehr nervig, die ganze Situation hier. Also es ist immer laut, es ist immer dreckig, es ist wenig Platz für die Kinder. Wir werden überschwemmt von Touristen. Man hat so auch das Gefühl, die Leute werden immer rücksichtsloser. Also jeder setzt nur noch so seine Interessen durch. Und das, was eigentlich hier den Kiez mal ausgemacht hat, dieses Miteinander, das geht dadurch ein bisschen verloren. Sie kennt die vielen Lebensgeschichten der Geflüchteten und die Perspektivlosigkeit, in der sich viele befinden. Sie sagt, das Problem liegt darin, dass viele nicht arbeiten dürfen. Naja, und hier sind jetzt unsere Vereinsräume, ne? Also hier machen wir Deutschkurse, Rechtsberatung und auch so andere Beratungsangebote haben wir hier. Also zum Beispiel wird MAS jetzt so interkulturelle Familientreffen hier machen, dass Väter, die kein Sorgerecht haben, dass die hier mit ihren Kindern spielen und sich aufhalten können. Und das wollen wir eben auch dann mit Beratungsangeboten kombinieren. Wir haben jetzt auch noch so ein Kunstprojekt vor mit Fotos und so. Also das soll dann alles. Und hier findet dann einmal in der Woche die Rechtsberatung statt? Genau, genau. Die ist immer Mittwoch 19 Uhr. Ah, okay. Sie erzählt, dass viele sie in Anspruch nehmen. Ein Asylverfahren kann sich bis zu 2 Jahre ziehen. In dieser Zeit, sagt Brigitta, sollen die Geflüchteten Deutsch lernen. Das ist der erste Schritt. Und dann eine Ausbildung anfangen. Und dann, wenn das Asylverfahren positiv ausfällt, kommt die Arbeitserlaubnis. Es ist ein langer Weg mit viel Bürokratie, viel Papierkram und viel Geduld. Der macht eine Ausbildung gerade als Koch und hat jetzt sogar die Prüfung gemacht. Also war auch bei uns im Projekt ursprünglich. Okay, Ne? cool, So, ja, also auch ein Erfolgsbeispiel. Ja. Und aber so insgesamt, wie? Vielleicht ein Drittel, vielleicht ein Viertel. Brigitta ist das Problem Görlitzer Park auf ihre Weise angegangen und hat einen Mikrokosmos geschaffen rund um ihren Verein. Die kleine Community hält zusammen und jeder packt mit an. Heute wird gemeinsam gegessen. Einmal in der Woche gibt es das sogenannte Community Dinner. Hier gibt es vereinzelte Erfolgsstories der Integration. Doch auf viele trifft das nicht zu. Ich versuche seit Wochen, Kontakt zu einem Dealer oder Ex-Dealer zu knüpfen. Jetzt, über ein paar Ecken, hat mir ein Bekannter die Nummer von jemandem geschickt, der in Frage kommen könnte. Ich lade ihn auf ein Getränk ein. Telefon klang sehr,
sehr freundlich. Ich bin gespannt, wie das Interview wird. Genau, ich nehme jetzt mal mein Handy mit und wir bereden dann noch, ob er gefilmt werden möchte oder nicht. Er möchte nur anonym gefilmt werden, aber ich darf mit meinem Handy mitfilmen. Eins vorweg, Kinsley dealt nicht mehr. Discovered the park alone one night when I was walking around to figure out the area, and therefore I came to know the area. And that same night somebody gave me 10 euros, so I said, oh cool, so I can also make business here, like I did also sometime in Italy, Campomasso. And therefore I went into this, my friends, we were in group, all of them came to the park, we were all grouped and selling, but too much problem, police, we African problems, and therefore we separated and we stopped. Ghana guys, we stopped selling the drug. The guys who are in the drug dealing is Gambia, more Gambians, you know. Kinsley erzählt, dass er gedealt hat, um über die Runden zu kommen. Er ist gerade auf Bewährung. Seit er aus dem Knast ist, unterstützen ihn Freunde. Sie zahlen ihm Essen und Klamotten. Das ist sein Glück im Unglück. Andere trifft es viel härter, gerade im letzten Jahr. One fact I've changed from the corona started till now. Many guys have become junkies with cocaine. And the guys I saw, many nice guys, because of the system, many they live here now like 8 years now, and they have become like, now I've given up. And now it's about cocaine now. North Africa, Morocco, Tunisia, all making crack now. The Africans, many making crack, and it's gefährlich. You immediately become addicted to cocaine and cracks, always you need money to heal you up. So you don't give a fuck what you're going to do to get the money. So people are doing violence in the park now, stealing some people just to make, you know. And the last, like 1 month coming, there has been very violence in Goli. Mir sind auch im letzten Jahr viel mehr drogenabhängige, obdachlose und verwahrloste Menschen auf den Straßen rund um den Girli aufgefallen. Corona hat sie besonders hart getroffen. Im Girli werden dann solche Probleme sichtbar. Was denkt Kinsley? Hat er einen Vorschlag, wie man die Leute aus dem Park holen könnte? The solution there. I don't think even the consulenza in German can even tell this question at the same time if you ask Angela Merkel or whoever she is. She can't answer even her. How can I? Because I don't know how we can solve this. It can't solve. It can't solve. It can't. It goes on. Just many guys will get arrested again. That's all. Do you think if they have the possibility to work somewhere, it will be better? Yeah, for real. Some people are just too greedy for the money, you know. Klar, im Park geht es schneller und einfacher an Geld zu kommen, gerade wenn man nichts zu verlieren hat. Yeah, Goli to me it means a place of chilling, natural, where it's free. You can always go and hang out, meet other people like you, want to drink alcohol, take drugs, and yeah, this is what it's to me for. You fight. This is what Goli means to me. And fight. Yeah, drinking alcohol, smoking drug, ganja, and then when you are high, they start fighting. This is what Goli means to me, but I don't think that is the real opinion of Goli. Goli is a place where it's for the society, all of us to go and have fun and take care of it, you know. Everywhere you go, even in Italy, there are also parks where also black people sell drugs. It's natural life that goes on everywhere. We have to find so many ways to survive. Puh, das ist hart zu hören. Das Gespräch hat mich aufgewühlt, denn mir ist wieder einmal bewusst geworden, wie privilegiert ich bin. Was unterscheidet mich von ihm? Mir standen von Geburt an so viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Ich habe nie gehungert. Ich kann bedenkenlos reisen und muss nicht mein Leben auf einem Schlauchboot riskieren. Und das ist auch das Krasse an diesem Park. Es prallen Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensrealitäten aufeinander. Unterschiedliche Perspektiven gibt es auch hier beim Community Dinner. Hier haben sich schon einige Leute versammelt. Es gibt westafrikanische Speisen. Sieht lecker aus. Sehr lecker. Aber hast du noch nicht gegessen? Muss essen. Was da vorne passiert. Bevor das Essen losgeht, gesellt sich ein anderer Nachbar zu uns, der gerade vom Tennisspiel nach Hause kommt. Als Vater von 2 Kindern nimmt er den Park nochmal anders wahr. Ihn stören die ganzen Spritzen, die auf den Spielplätzen sind. Verständlich. Deswegen hat er auch eine Elterninitiative gegründet, Spielplatz in Not. Die Spritzen auf den Spielplätzen, die werden ja da gelassen von Konsumenten. Ne? Siehst du das in Relation mit dem, sagen wir so, mit dem Drogenverkauf hier am Eingang Falkensteinstraße, wo hauptsächlich Geflüchtete aus Westafrika dealen?
Also ich sehe das insofern in Relation, dass es so ein Gesamtphänomen hier im Kiez ist und wir, wie viele andere hier wirklich Verständnis für alle Gruppen, glaube ich, eben auch haben. Aber es sicherlich hier ein Ort ist, wo sich eben vieles ballt. Einige aus der Initiative haben das beschrieben wie so ein Biotop, das gekippt ist. Und wo wir glauben, dass es allgemeine politische Aufmerksamkeit eben braucht, aber auch mehr hier im Kiez derjenigen, die hier leben, um diese Orte einfach wieder schöner und lebenswerter zu machen. Was wir halt vermissen, ist wirklich ein politischer Wille, dass man hier mit Politik, zivilgesellschaftlich und kommunalen Unternehmen wirklich versucht, hier eine Lösung für den Kiez zu schaffen. Das ist das, was wir vermissen. Fühlst du dich alleingelassen als Anwohner? Also ja, es ist so ein bisschen schade, dass wir den Eindruck haben, vieles, was wir anregen, was wir auch aktiv mit reinbringen, so ein Stück weit abprallt. Was wir uns wirklich wünschen würden, dass bei der Energie, die in der Bekämpfung von Falschparkern oder für einen autofreien Wangelkiez, was ja auch alles wichtige Themen sind, dass ein ähnliches Engagement aufgebracht wird eben für andere Themen hier im Kiez. Das würden wir uns wünschen. Mohammed ist auch hier. Er arbeitet im Park als Sozialarbeiter und mit ihm habe ich auch oft während der Recherche telefoniert. Er verbindet mit dem Park auch was ganz anderes. I have this privilege to live in this Kiez here, whereby I walk 3 minutes. I am inside the park. I show it. I am part of the community, and it is for the community, you know, or everyone, or anyone who wants just to have a chill time. Or spend your free time there in the park. So for me, that's very, very important to me. And then when you go inside this place, you have different communities, and then some people, use this place as a sort of meeting point to meet their friends, also see something that close to where they came from. So this is for me, it's very, very important to connect with that language. In a community where majority is white, speaking German or other language, but also I see myself part of that community, which is Golisa Park. So for me, this is very, very important perspective that I am seeing it there. Auch das ist der Girlie. Dieser Aspekt geht gerne unter. Es wird viel auf ihn projiziert, gerade von außen. Die Politik ist schon oft an diesem Park gescheitert. Es ist ein komplexer Ort, eine Schnittstelle, wo sich die politischen Auswirkungen von Migrations-, Asyl- und Drogenpolitik verdichten. Doch im Kleinen gibt es Menschen, die sich hier um das Miteinander bemühen. Oft ist er mir auf die Nerven gegangen, dieser Park. Oft habe ich mit dem Gedanken gespielt, hier wegzuziehen. Gemacht habe ich es noch nie. Weil mich diese Vielfalt doch immer wieder aufs Neue fasziniert, überrascht und an meiner Comfortzone rüttelt. Hallo, schön, dass ihr den Film geguckt habt. Ich würde gerne wissen von euch, ob ihr schon mal im Girlie wart und was ihr über den Park denkt. Und schaut euch doch gerne auch das Video von Leroys Momente an, wie es ist, ein Dealer zu sein. Tschüss.